Bevor wir unsere Reise durch die Geschichte der Seele und des Bewusstseins fortsetzen, möchte ich etwas nachholen, das ich am Anfang dieses Kanals eigentlich hätte tun sollen. Ich möchte mich vorstellen. Mein Name ist Kyriakos Sidiropoulos, für diejenigen, die mich nicht kennen. Als Autor bin ich allerdings unter dem Namen Kyroponte bekannt. Dieser Name hat eine recht einfache Vorgeschichte. Mein vollständiger griechischer Name war für viele Menschen in Deutschland schwer auszusprechen und offenbar noch schwerer zu behalten. Aus Kyriakos wurde deshalb irgendwann Kyro und aus Sidiropoulos wurde wegen meiner pontischen Herkunft das Wort Ponte. So entstand ein Name, der kürzer und leichter zu erinnern war, also Kyroponte. Hinter diesem Namen verbergen sich jedoch keine voneinander getrennte Lebenswege, so hoffe ich zumindest, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht unmittelbar zusammenzupassen scheinen. Die Neurowissenschaften, die Sprache, die Philosophie und die Literatur. Für mich waren diese Bereiche aber niemals wirklich voneinander getrennt. Sie kreisen von Anfang an um eine gemeinsame Frage. Ich habe mich eingehend mit der Sprache und der Simulation von Sprache in künstlichen neuronalen Netzwerken beschäftigt und die Frage nach dem Bewusstsein hat mich dabei immer fasziniert. Ich wurde 1972 in Esslingen am Neckar geboren, aber verbrachte einen großen Teil meiner Kindheit und Jugend in Thessaloniki. Vielleicht hat bereits diese Erfahrung mein Denken geprägt, das Leben zwischen zwei Ländern, zwei Sprachen und zwei Kulturen. Griechenland war für mich nie nur ein geografischer Ort. Die Antike war dort auf eigentümliche Weise gegenwärtig. Sie erschien nicht lediglich als abgeschlossenes Kapitel eines Schulbuches. Namen wie Heraklit, Platon oder Aristoteles gehörten zu einer Landschaft, deren Spuren man noch sehen und manchmal beinahe körperlich erfahren konnte. Deutschland wiederum wurde für mich zum Ort des Studiums, der wissenschaftlichen Arbeiten und der philosophischen Vertiefung. An der Universität Freiburg studierte ich Biologie, Neurolinguistik und Philosophie. Schon damals interessierte mich nicht nur, wie ein Organismus funktioniert. Mich beschäftigte auch die Frage, was eine rein biologische Beschreibung des Menschen leisten kann und wo möglicherweise ihre Grenzen liegen. Was geschieht im Gehirn, wenn ein Mensch ein Wort versteht? Wie wird aus einem akustischen Signal eine Bedeutung? Wo und wie wird eine Erinnerung gespeichert? Und können wir das subjektive Erleben eines Menschen vollständig erklären, indem wir seine Nervenzellen, seine Hirnareale und seine elektrische Aktivität untersuchen? Diese Fragen führten mich einerseits in die Neurowissenschaften, andererseits führten sie mich immer wieder zurück zur Philosophie, insbesondere in der Philosophie des Geistes. Bereits während meines Studiums beschäftigte ich mich intensiv mit den Vorsokratikern, mit Platon und Aristoteles. Dabei ging es mir nicht allein um historische Kenntnisse. Ich wollte verstehen, welche Fragen damals gestellt wurden und ob sie in veränderter Form bis heute fortbestehen. Heraklits Begriff des Logos, Platons Verhältnis von Seele und Ideenwelt oder Aristoteles Untersuchung des Lebendigen sind keine bloße Überreste einer vergangenen Epoche. Sie markieren den Beginn einer Auseinandersetzung, die immer noch nicht abgeschlossen ist. Später
verlagerte sich mein Interesse zunehmend auf die moderne Leib-Seele-Problematik. Ich beschäftigte mich mit der Frage, wie sich mentale Zustände zu körperlichen und insbesondere zu neuronalen Prozessen verhalten. Dabei setzte ich mich unter anderem mit René Descartes und Jean Salle und weiteren Vertretern der modernen Philosophie des Geistes auseinander. Salle zum Beispiel vertritt die Auffassung, dass Bewusstsein durch neurobiologische Prozesse im Gehirn verursacht wird und zugleich eine reale Eigenschaft des Gehirns darstellt. Er versucht damit sowohl einen klassischen Dualismus als auch eine vorschnelle Reduktion des Bewusstseins auf bloße Informationsverarbeitung zu vermeiden. Für mich war dieser Ansatz besonders interessant, weil er eine Brücke zwischen Philosophie und Neurowissenschaften zu schlagen versucht. Doch die entscheidende Schwierigkeit bleibt bestehen. Selbst wenn wir genau wissen, welche Nervenzellen aktiv sind, wenn ein Mensch rot sind, Schmerz empfindet oder sich an seine Kindheit erinnert, wissen wir dann auch, warum sich dieser Zustand für ihn auf eine ganz bestimmte Weise anfühlt? Wir können das Gehirn von außen untersuchen. Bewusstsein aber wird immer aus der Perspektive der ersten Person erlebt, aus einer Innenperspektive. Genau in dieser Spannung liegt bis heute eines der größten Rätsel der Wissenschaft. Nach meinem Studium in Freiburg setzte ich meine wissenschaftliche Ausbildung an der renommierten Graduate School of Neuronal and Behavioral Science in Tübingen fort. Dort promovierte ich im Bereich der Neurowissenschaften. Meine Forschung beschäftigte sich vor allem mit Sprache, Gedächtnis und der zeitlichen Verarbeitung akustischer Signale bei Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen, sogenannte Aphasien. Ich untersuchte unter anderem Patienten mit Aphasien, also Menschen, die infolge einer Hirnschädigung ihre sprachlichen Fähigkeit verloren hatten. Gerade die Arbeit mit diesen Patienten hat mein Verständnis des Menschen stark geprägt. Eine Hirnschädigung kann die Fähigkeit verändern, Wörter zu verstehen, Laute zu unterscheiden, Sätze zu bilden oder sprachliche Informationen im Gedächtnis zu behalten. Sie zeigt uns, wie eng unser geistiges Leben mit der Organisation des Gehirns verbunden ist. Doch ein Patient ist niemals nur ein beschädigtes neuronales System. Er ist ein Mensch mit einer Geschichte, mit Beziehungen, Hoffnungen, Ängsten und einem subjektiven Erleben. Deshalb genügt es mir nie, lediglich nach neuronalen Mechanismen zu fragen. Mich interessierte immer auch, was die wissenschaftlichen Befunde für unser Verständnis von Person, Identität und Bewusstsein bedeutet. Heute arbeite ich in Stuttgart als Neurowissenschaftler und betreibe eine Praxis für Neurofeedback. Dort beschäftige ich mich ganz praktisch mit der Frage, wie sich neuronale Aktivierungsmuster verändern lassen und welche Auswirkungen solche Veränderungen therapeutisch auf Aufmerksamkeit, Sprache, emotionale Regulation und Verhalten haben können. Die philosophische Frage nach dem Verhältnis von Körper und Geist ist für mich deshalb kein abstraktes Gedankenspiel. Sie begegnet mir in der wissenschaftlichen Forschung ebenso wie in der therapeutischen Praxis. Und an allen antiken Denkern bestand für mich zu Aristoteles stets eine besondere Verbindung. Während meines Studiums in Freiburg begegnete er mir gewissermaßen jeden Tag. Vor dem Kollegiengebäude 1 steht dort eine bronzene Gestalt mit einer Schriftrolle in der Hand.
Auf dem Sockel befindet sich der berühmte erste Satz seiner Metaphysik. Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen. Als Student ging ich häufig an dieser Statue vorbei. Damals konnte ich noch nicht wissen, wie sehr mich Aristoteles auch in den folgenden Jahrzehnten begleiten würde. Diese Begleitung setzte sich in Griechenland fort. Bei meinen Aufenthalten in Nordgriechenland und auch auf der Chalkidiki besuchte ich immer wieder Stagira, die Geburtsstadt des Aristoteles. Dort verändert sich die Begegnung mit einem Philosophen. Aristoteles ist nicht mehr nur der Autor eines Textes, den man an einem Schreibtisch analysiert. Man sieht die Landschaft, in der er geboren wurde. Man blickt auf das Meer, auf die Berge und auf die Überreste der antiken Stadt. Und für einen Moment entsteht das Gefühl, dass Denken nicht im luftleeren Raum beginnt, sondern an einem konkreten Ort, in einer bestimmten Natur und unter einem bestimmten Himmel. Ich habe mich dort Aristoteles häufig auf eigentümliche Weise nahe gefühlt. Nicht in dem Sinne, dass ich alle seine Antworten übernehmen würde, aber ich fühlte mich von seiner Art zu fragen begleitet, von seinem Versuch, die Natur genau zu beobachten, Begriffe sorgfältig zu unterscheiden und zugleich das Ganze nicht aus den Augen zu verlieren. Aristoteles war Biologe und Philosoph. Er untersuchte Tiere, Pflanzen, Wahrnehmung, Erinnerung, Bewegung und Seele. Für ihn gehörte diese Fragen zusammen. Vielleicht empfinde ich gerade deshalb eine solche Nähe zu ihm. Auch mein eigener Weg führte von der Biologie zur Neurowissenschaft und von dort immer wieder zurück zur Philosophie. Das ist eines der Gründe, weshalb auch dieses Kanal De Anima über die Seele genannt habe, also Peripsychis auf Griechisch. Dieser Kanal ist kein rein philosophie-historischer Kanal. Ich möchte hier auch keine Sammlung berühmter Namen und Lehrmeinungen präsentieren. Ich möchte eine Entwicklung nur nachvollziehen. Wir beginnen bei Homer und den früheren Griechen und den früheren griechischen Vorstellungen von der Psyche, von Thymus und Noos. Wir begegnen den Vorsokratiker Platon und Aristoteles. Später werden wir sehen, wie sich der Seelenbegriff unter dem Einfluss des Christentums verändert, wie die neuzeitliche Wissenschaft Körper und Geist voneinander trennt und wie die moderne Neurowissenschaft versucht, Bewusstsein im Gehirn zu lokalisieren. Parallel dazu möchte ich auch meine eigene Arbeit in diese Entwicklung einordnen. Im Jahr 25 erschien mein Buch Sokrates und die KI Talos, ein Dialog über die Unzulänglichkeiten algorithmischer Vernunft. Darin beschäftige ich mich mit der Frage, was künstliche Intelligenz tatsächlich leisten kann und worin die grundlegenden Grenzen einer ausschließlich algorithmischen Form des Denkens liegen. Im Zentrum steht ein Dialog zwischen Sokrates und Talos, einer hochentwickelnden künstlichen Intelligenz. Sokrates begegnet Talos nicht als historische Figur im eigenen Sinne, sondern als philosophische Denkfigur. Mit seiner beharrlichen Art des Fragens prüfte er die Voraussetzungen, auf denen die vermeintliche Vernunft der Maschine beruht. Kann eine künstliche Intelligenz tatsächlich verstehen? Oder verarbeitet sie lediglich Zeichen und berechnet statische Zusammenhänge? Kann sie über Bedeutung verfügen oder ohne eine Welt wahrzunehmen und leiblich in ihr zu leben? Und kann es Bewusstsein geben, wenn zwar Informationen verarbeitet werden, aber keine subjektive Erfahrung entsteht?
Das Buch versucht nicht, die beeindruckenden Fähigkeiten künstlicher Intelligenz zu bestreiten. Es untersucht vielmehr die Gefahr, Intelligenz, Sprache, Verstehen und Bewusstsein vorschnell miteinander gleichzusetzen. Ein System kann sprachlich außerordentlich leistungsfähig sein, ohne dass damit bereits bewiesen wäre, dass es versteht, was seine Äußerungen bedeuten oder dass es über eine eigene Innenperspektive verfügt. Im Jahr 26 folgte mein zweites Buch, Aristoteles, Heisenberg und das Gewebe der Wirklichkeit. Darin wird die Fragestellung erweitert. Es geht nicht mehr allein darum, ob Maschinen denken oder Bewusstsein entwickeln können. Im Mittelpunkt steht nun die grundlegende Frage, was Wirklichkeit überhaupt ist und welchen Ort das Bewusstsein innerhalb dieser Wirklichkeit einnimmt. Dabei treffen Philosophie, moderne Physik und Neurowissenschaften aufeinander. Aristoteles steht für eine Auffassung der Natur, in der Möglichkeit und Wirklichkeit, Form und Materie, Ursache und Entwicklung miteinander verbunden sind. Werner Heisenberg hingegen steht für die Einsicht der modernen Quantenphysik, dass sich die Wirklichkeit nicht ohne weiteres als eine Ansammlung vollständig bestimmter, voneinander isolierter Gegenstände beschreiben lässt. Zwischen diesen beiden Perspektiven versuche ich, meine eigene Theorie zu entwickeln. Sie untersucht, wie aus Möglichkeiten durch Beziehungen, Prozesse und konkrete Wechselwirkungen eine bestimmte Wirklichkeit hervorgeht und welche Rolle das Bewusstsein bei der Entstehung einer erlebten Welt spielt. Auch dieses Buch gehört zu einer Reihe dialogischer Werke, für die ich bewusst eine besondere Form gewählt habe. Ich las antike Philosophen als Chiffren auftreten, als Denkfiguren, die mit dem heutigen Wissen aus Neurowissenschaft, Informatik, Physik und Philosophie konfrontiert werden. Die antiken Denker erscheinen dabei nicht als bloße historische Personen, deren Lehren lediglich wiedergegeben werden. Sie verkörpern grundlegende Arten des Fragens. Sokrates steht zum Beispiel für die Prüfung scheinbar selbstverständlicher Annahmen. Platon eröffnet die Frage nach dem Verhältnis zwischen Erscheinung und Wirklichkeit. Aristoteles richtet den Blick auf das Lebendige, auf Entwicklung, Form, Möglichkeit und Verwirklichung. Die Idee hinter dieser dialogischen Form ist einfach und zugleich anspruchsvoll. Erkenntnis entsteht häufig nicht in abgeschlossenen monologischen Systemen, sondern in der Begegnung unterschiedlicher Positionen. Im Dialog werden verborgene Voraussetzungen sichtbar. Begriffe müssen genauer bestimmt werden, Widersprüche offengelegt und vermeintliche Gewissheiten erneut geprüft werden. Der Dialog verhindert, dass eine einzelne Theorie zu schnell den Anspruch erhebt, das Ganze bereits erklärt zu haben. So entsteht ein Denkraum, in dem sich Vergangenheit und Gegenwart begegnet. Ich lade Sie ein, mich in dieser Reihe auf eine Reise durch die Geschichte der Seele und das Rätsel des Bewusstseins zu begleiten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn auch meine Bücher dabei Ihr Interesse finden und Ihnen als weiterführende Begleiter dienen. Denn die Frage nach dem Bewusstsein betrifft nicht nur die Philosophie oder die Neurowissenschaften, sie betrifft jeden von uns. Sie berührt die Frage, wer wir sind, wie wir die Welt erfahren und was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Vielen Dank.